Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Grace. Beim letzten Mal eine Menge Gedöns. Ich laufe hier ein bisschen merkwürdig herum, weil Langweiler. Und ja, heute gehen wir zum Präsidenten von Strata. Ja, ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte da rein. Mr. President. Hubert, Lord Asbel. My goodness, King Richard. What's going on? Did something happen? We've received word that the Valkanus is under attack. Damn! I didn't think the monsters would get here so quickly. Do you know something? We can explain everything later. Right now, we need your permission to attack these creatures. King Richard, I couldn't possibly ask that of you. Please, I insist. My kingdom owes a great debt to the courage of Strata. I would do anything in my power to help you. Additionally, sir, I fear our soldiers will be no match for these monsters. However, we have recently acquired the power to combat them. Very well. If things are as you say, I will leave these beasts in your capable hands. Thank you, Mr. President. We won't disappoint you. Ja. Nach einem kleinen Unweg. Denn wozu direkte Wege? Direkte Wege sind langweilig. Bitte. Warum dauert es so lang? Danke, Screen. Und hier rüber. Und rein. Welcome back, Hubert. How are things progressing? We have obstacles, but none that cannot be overcome. Good, good. But now we have another matter to discuss. I'm currently in talks to re-establish myself as a player in Strata's political machine. The President and I had our differences, yes, but that's all behind us now. I am counting on you, Hubert. Do not fail me. He's talking about marriage, isn't he? I fear he will be disappointed. I have no interest in marrying the President's daughter. Then you'd best refuse him quickly. I don't get it, Hubert. Why are you so against the idea? I'm sure he has a reason. In situations such as these, you must be both clear and firm. To do anything else would invite disaster. I am aware of that, Captain. It's just... I understand. It must be hard to have a true love who is so... well, you know. True love? What are you talking about? Oh, come now. There's no point in denying it. We all know, after all. What? I'm really confused right now. Don't worry about it, Asbel. But if you want to refuse the President, you're going to need a good reason. Hubert is still young. Perhaps he can claim he's not ready for the responsibility of a family. Yes, but married life changes reality for everyone. I don't see why that would be any different for me. What if you said you didn't want to marry until your military position was more secure? I'm already a lieutenant. Bah, titles are meaningless. If I wished it, I could have thousands of troops at my command. All right, fine. Then tell him ladies at every port of call have fallen for your good looks. That's a terrible idea. I want to avoid a marriage, not lose the respect of the people. I'm starting to think you don't want to avoid this marriage at all. Well, not with these awful ideas, I don't. Oh, this is madness. Just tell him you're in love with someone else already.
And if people ask who it is? Then tell them her name. Oh, yes, a splendid idea. And who would honestly believe I carried a torch for her? I think you just admitted it. Now see here! Holy crap! I think your brother has finally figured it out. What do you think, Asbel? Hubert's in love with... Enough! We are done talking about this! Now then, I have no plans to marry the President's daughter. If she'd even have you. After all, I have little interest in the political ambitions of my father. If I am to support this country in the future, I must maintain my connection to the common people. Just as I know she will. Ach ja, Cutscenes sind schön. Da muss man nicht reden. Ja. Zum einen, ihr habt die Hintergrundmusik gehört, während sie Hubert geraten haben, was er tun könnte. Ihr wisst, welches Charakter-Theme das ist. Nur mal so, damit man den Baumstamm ins euer Gesicht klatscht, wer das ist, für die Leute, die es nicht verstanden haben. Ich könnte jetzt den Namen sagen, aber nö. Nö, zu offensichtlich. Und eine andere Sache. Ist euch eigentlich in den Szenen mal aufgefallen, dass Malik so ziemlich der einzige Charakter ist, der so winzige Pupillen hat? Richard hat so mittelgroße noch und alle anderen, die haben so eben richtig große Pupillen. Schrägstrich die Iris, weil Pupille wäre ja das Ganze, aber Details. Das ist mir eigentlich nie richtig bewusst geworden. Ich frage mich jetzt eigentlich, warum. Wenn irgendjemand weiß, warum, es wäre mal interessant, das zu erfahren, denn das Spiel sagt einem ja nie was darüber. Da, Strata Wüstenruine. Damn! They just keep coming! Come on, let's lend a hand. Und kämpfen direkt. Yay. Aber ja, die Kämpfe sind einfach. Obwohl es immer noch diese nervigen Golems sind. Ich versuche gerade die Melodie zuzuordnen. Das ist nicht die Symphonia. Nein, das war eine erzwungene Kampfmelodie, nicht die Symphonia. Hört man jetzt an der Victory-Musik auch. Interessant. Thank you, Lieutenant. Assemble the remaining soldiers and hold this point at all costs. Yes, sir. We need to do something about the monsters in these ruins as expediently as possible. Doing so will earn you further accolades and raise your stock. Soon the President will beg to have you as his son-in-law. Please, that's enough. It is not the sort of decision one should be coerced into making. He's right. But it's a truth of marriage. The higher you rise, the less your own opinions matter. You too, Richard? Oh yes. An endless stream of Windor nobility keeps pestering me about their eligible daughters. I envy your array of options, Your Majesty. Do you now? I've heard talk that you have a beautiful girl waiting at every port in the land. Yeah, it's rough. Girls keep telling themselves and everyone else that they're my lover. Interesting.
Might you have done something to give them that impression? Not that I can remember. Come on, guys. This is crazy. I don't want to select a wife like I'm shopping from a catalog. Tja, das ist eine wahre Aussage. Was ich jetzt fies finde, was sie im Future Arc gemacht haben, aber sie brauchten ja auch ein bisschen Gameplay für ihn. Da, wir dürfen hier nicht den direkten Weg nehmen zu Malkinus. Nein, wir dürfen den verdammten Umweg nehmen. Ah, Mixer ist voll. Aber das heißt einmal so komplett nochmal durch den Dungeon durch, den wir schon einmal gemacht hatten mit 9 Gegnern, weil Future Arc. Und Brave Vesperia, eine Doppelklinge, die 100%ig schlechter sein wird, weil wir haben... Ja, der Curious-Angriff wäre natürlich besser, aber sonst nö. Nö. So viel Curious-Angriffe macht Hubert jetzt auch nicht. Ja, haust ab? Ja, du haust ab. Natürlich rennst du nicht rein. Ist das hier überhaupt ein neuer Gegner? Better, but you've still got a ways to go. There, you see, Hubert? He's talking to you. That was directed at the both of you. Ja, also mit Dungeon nochmal machen meine ich auch. Ja, wir dürfen auch die Rätsel nochmal machen. Danke, Spiel. Rot, Gelb, Blau, rüber. Nicht, dass die sonderlich schwer sind, in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Rätsel, glaube ich, gar nicht verändert haben. Sie haben, glaube ich, dieselben benutzt. Komm, wo habe ich da einen Gegner erwischt? No one can stand before my blade. Sorry, aber das musste sein. Eine Sache, die ich beim nächsten Mal, wenn ich den Turtles erreiche, nachprüfen muss. Habe ich NATO auf Toast, schrägstrich die Sachen, ums herzustellen. Ich kann es auch gleich mal nachprüfen. Bei dem wenigen Zeug geht das ja schnell. NATO auf Toast habe ich nicht. Habe ich die Sachen, um NATO auf Toast herzustellen. Da. Weißwein, Rotwein. NATO habe ich. Dann meine ich, fehlt nur Brot. Brot habe ich, gut. Das war klar. Future Arc. Gegner nerven nur noch. Und noch sind es die einfachen. Hier runter. 100 Gold. Hier wäre eine magische Karte drin gewesen. Die Nummer 57. Und hier ist nichts. Ein Gegner, an dem wir nicht vorbeikommen. Yay! Gameplay. Flieg weg. That weapon of yours is quite distinctive. Ja, Stratton Military Secret. Wir wissen, woher du das hast, Hubert. Und trotzdem, ich finde die Waffe genial. Okay, das war ich jetzt selbst schuld. Ja, verschwinde, stirb. Stirb, hau ab. Danke. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich durch diesen Dungeon am Future Arc gelaufen bin. Ich habe hier gelevelt. Ich will zuletzt lila. Lila ist... Okay. Bedeutet gelb. Blau.
Rot. Raus. Seht ihr? Nicht mal ansatzweise schwer, wenn man es schon mal gemacht hat. Ja, wirklich. Ja, komm, verschwindet. 11 leuchten, geniales Art. You need to study up on the basics. Ja, ja. Nein, Melek, nein, tun wir nicht. Hier war es nicht. Ah, hier bekommen wir die Flammen. Einfach weil. Optionales Puzzle. Ich will wieder zuletzt lila haben. Das heißt, du verschwindet Gegner. Und Engelsherzen, eine Waffe für Sophie. Na, komme ich dran vorbei? Natürlich ist im Future Arc da unten nichts und Fandom-Licht. Okay, ich habe jetzt die Referenzwaffen bekommen in diesem Dungeon. Ich sollte jetzt auch wieder sagen, woher sie kommen. Grave Vesperia, Tales of Vesperia. Fällt mir ein, ich habe die Sache mit dem Strahlenschrei kompletten Mist erzählt. Warte, was war jetzt nochmal? Orange. Bedeutet blau. Bedeutet rot. Bedeutet gelb. Ja. Strahlenschrei hat das überhaupt nicht. Das ist die Brave Vesperia Waffe, die Hubert hat, vom Aussehen her. Brave Vesperia, Tales of Vesperia. Die gilt als Brave Vesperia. Oder im Deutschen halt heldenmutige Vesperia. Ich bleib bei Brave Vesperia, wenn ich dran denke. Weil ist halt so. Ich bin überrascht, dass wir noch nicht diesen Titel, diesen Sache bezüglich der wenigen Heiler hatten. Wow, die können echt nicht zusammenarbeiten. Ja, also der Strahlenschrei ist einfach nur eine Anlehnung an das Mystic Art von Luke aus Tales of The Abyss. Und Dienstgewand. Ja, von dem bekommt man echt Sachen Reihe nach hintereinander. Die sind auch ungefähr alle gleich gut. Hey, nicht Silfsgewand und Dienstgewand. Sie erhöhen alle halt was anderes und schützen gegen was anderes. Ja, Engelsherzen, Tales of Hearts. Und Fandom-Licht, ich meine, es gab auch ein Spiel namens Tales of Fandom. Meine ich. Ja, und jetzt erstmal den Skit hier. I'm sensing something strange. The monsters we seek may be nearby. And with this, your stock will rise, the president will beg to have you as his son-in-law, and... Again with this? Your lips are much too loose, Captain. What sort of soldier openly discusses his comrades' personal affairs? Well, usually my lips are sealed, but when it's information we all share already, that's a different story. My affairs are not common gossip. Now that you mention it, I'm pretty sure the captain spilled one of my secrets once. Whatever are we to do with you, Malik? We shall have to find a punishment that fits your crime. Perhaps I should read aloud the contents of a certain love letter you wrote 20 years ago. I don't know where you got that, but if you read it, I'll be forced to share humiliating stories from His Majesty's childhood. You would threaten your king? There's little difference between king and subject in a place like this. Yes, well, let's put that aside and make for... Hey, stop! Listen to me! Ach ja, wie gesagt, die ca. 90% der Skits im Future Arc bestehen daraus, Hubert zu necken. Oder Aspel zu necken. Oder Chariot zu necken. Und ach komm, ihr wisst doch, worauf das hinausläuft. Warum tue ich überhaupt so? Ja, ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir erstmal eine kleine Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Wenn wir Gedöns machen. Eine Menge Gedöns. Aber nicht viel Gedöns, obwohl es eine Menge ist. Ich verwirre gerne. Tschüss, Leute.